Hallo zusammen, hi everyone. Ich möchte heute einen ganz einfachen Swipe mal wieder machen. Halt einen Swipe für jedermann, weil den denke ich mal bekommt jeder hin. Ich habe hier einen Keilrahmen, eine Leinwand, die ist 40 auf 30 cm. Habe mit Weiß eigentlich schon vorgestrichen, im Prinzip die Ränder. Ihr wisst ja warum, wegen diesen Silikonkraterern. Okay. Was für Farben ich habe Havanna Braun, habe ich viel. Ich wollte es nicht mal immer schwarz nehmen, sondern mal eine andere Farbe. Dann Weiß im großen Becher. Habe dann Türkisgrün. Und jetzt muss ich schauen. Ja, permanent gelb. Von Amsterdam beide. Mache jetzt hier 300er Silikon rein. Ich habe mir so ein Fläschchen geholt. Ist ganz geschickt. Mache 3 Tropfen rein. Wenn es klappt. Na, okay. Also ein bisschen mehr Silikon. Rühre das geschwind noch um. Also ein ganz easy Swipe, und zwar dieses Mal mit einer Küchenrolle. Einfach feucht machen. Und dann geht es. So, ich verteile jetzt erstmal die Farbe hier. Ist eigentlich egal. Ich war bisher immer so, dass ich sage auch nicht so viel, aber wir schauen mal. Also ganz normal verteilen die Farbe. Gibt also nicht so viele Farben, sondern nur Türkis und Gelb. So. Ja. Und bei mir klebt es noch ein bisschen. Ich habe davor mit Harz gearbeitet. Mache jetzt hier auf der linken Seite dick mit Weiß voll. Und gehe auch ein bisschen vor an die Ränder, damit die auch schön bestrichen sind. So, schön weiß drauf. Okay, also habe ich hier eine ganz normale Küchenrolle. Nehme hier, ja eigentlich reicht ein Blatt. Komm, wir machen es mit einem Blatt. Habe hier eigentlich bloß ganz normale Wasserflasche. Boah, die war glaube mal bei, keine Ahnung, bei Kick oder so. Befeuchte hier mein Tuch. Also spritze es einfach nur nass, dass es feucht ist. So. Leg das langsam drauf. Und schiebe es einfach drüber. So, jetzt sollte ich es eigentlich umdrehen, habe hier, aber das ist nicht so schlimm. Ich drehe es um, damit es natürlich auch weiß bleibt und nicht, dass wir jetzt noch andere Flecken drin haben. Mache dann die andere Seite noch durch. So. Das war einmal, jetzt habe ich hier natürlich viel Farbe abgenommen. Ich werde hier vielleicht noch ein bisschen drauf machen. Aber ist nicht so schlimm, weil ich komme jetzt noch mal von der anderen Seite. Und zwar mit Braun, damit es nicht so langweilig wird. Boah, klebt. So. Gleiches Spiel in Grün. Beziehungsweise in Braun. Ich schaue immer, dass ich es auch über die Kanten laufen lasse, damit ich Braun auch habe. Es gibt natürlich ein bisschen Sauerei, aber von nichts kommt nichts, sage ich immer. So. Nehmen wir wieder eine Küchenrolle. Ups, hier klebt wirklich alles.
Schön feucht machen, damit es halt auch nicht reißt. Und vor allem wenn es feucht ist, dann klebt es halt besser auf dem Grund. Okay, dann legen wir es drauf. Ich will jetzt aber auch nicht ganz durchfahren. Drehe es dann um. Ups, da habe ich ein bisschen abgezogen, seht ihr? So, gefällt mir gar nicht, vor allem hier auch. Tja, natürlich wieder dieser Vorführeffekt. Ich mache hier noch ein bisschen braun wieder drauf, damit wir wirklich hier braun bleiben. Nehme ich einfach nochmal eins. So, und jetzt fahren wir nochmal drüber. Ich habe trotzdem noch ein Loch drin. Ich wollte es euch halt mal zeigen mit der Küchenrolle. Ich bin eigentlich kein so ein Freund davon, weil es teilweise auch viele Luft- oder Wasserbläschen gibt. Aber dass ihr das auch mal gesehen habt, weil es eigentlich dann sonst ziemlich einfach ist. So. Was ich jetzt immer gerne mache, ich habe hier zum Beispiel am Rand auch noch keine Farbe. Ich lasse es manchmal immer ein bisschen laufen. Und dann wird es auch nicht so parallel, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen ich ein bisschen Schleier haben, lasse ich es mal links und rechts laufen. Und man kann da ein bisschen spielen, wie weit man es rüberlaufen lassen möchte. So. Ich werde das jetzt aber mal so lassen. Und jetzt tun wir es erhitzen. Ich würde sagen, nee, ich mache es diesmal nicht mit dem Brenner, ich mache es mit dem Heißluftföhn. Geht schneller und großflächiger. Also gerade bei einer größeren Fläche ist es immer besser mit einem Heißluftföhn, wie jetzt mit so einem kleinen Brenner, da seid ihr ewig beschäftigt. Okay. Gut, das reicht schon, das wird ein bisschen nacharbeiten. Ihr könnt euch ja denken, dass da grün wird, weil ich habe eh schon grün und gelb. Gelb verschluckt halt immer gern. So, ich lasse es jetzt trotzdem noch mal ein bisschen laufen. Ich sag mal, ich lasse es so lange laufen, bis es mir gefällt. Seht ihr, das passiert halt durch dieses feuchte Wasser oben drauf mit einer Küchenrolle. Deswegen swipe ich eigentlich lieber mit so einem Tool oder mit so einem Wischer. Hier habe ich auch noch so eine weiße Stelle drin, das gefällt mir auch noch nicht so. Deswegen lasse ich das jetzt auch noch ein bisschen rauslaufen. Und vor allem, wenn ich es rauslaufen lasse, ihr seht die Zellen, die werden natürlich auch ein bisschen größer. So. Ich habe halt hier diesen Teil hier, ich weiß, ich denke mal, ihr könnt es sehen. Hier ist so ein bisschen verschwommen, das ist jetzt durch das Wasser passiert und jetzt werde ich das nämlich, mir gefällt es einfach nicht. Darum werde ich das etwas verschwinden lassen. Zack. Und ihr seht, gleichzeitig ziehe ich ja die Zellen auseinander und mache sie größer. Und cool finde ich eigentlich auch, dass nicht alles wieder voller Zellen ist, sondern nur stellenweise.
Wenn ich es jetzt nochmal laufen gelassen habe und ein bisschen Farbe praktisch auch an den Rand rauslaufen lassen habe, habe ich ja eine dünnere Schicht langsam. Und dadurch kann ich dann nochmal mit dem Heißluftföhn drüber und die restlichen Zellen hervorheben. Wobei es mir eigentlich schon so gefällt, weil wie gesagt nicht so viele Zellen sind. Ja gut, es sind jetzt hier so Schliere drin. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Jetzt tropfe ich sogar noch rein. Mir gefällt es eigentlich ehrlich gesagt weniger. Ich würde hier gern weiß haben. Darum nehme ich jetzt meine Restfarbe. Man muss sich einfach zu helfen wissen, sage ich immer. Man macht das Rest weiß nochmal hier drauf. Lass es dann nochmal laufen. Jetzt haben wir hier natürlich einen Cut. Aber jetzt schauen wir mal, was passiert nochmal. Ich werde es nochmal kurz erhitzen. Aber ihr seht, wie sich die Zellen vergrößert haben. Das ist ja auch das Schöne daran, dass man das so ein bisschen lang spielen kann, bis sich das, oder dass man es so hat, wie man es möchte. So. Okay, ihr seht, da passiert noch ein bisschen was. Aber soll ja nicht alles voller Zellen sein, finde ich immer. Und so finde ich es eigentlich schon ganz cool. Ich wollte diesen Punkt hier noch runterlaufen lassen. Ihr seht meinen Daumen hier. Kommt schon. So. Das sieht eigentlich ganz cool aus, weil es ja hier so und dann breiter wird. Okay. Gut, das war es eigentlich schon. Ich lasse es so. Ich werde es nochmal 10 Minuten circa einziehen lassen oder einwirken lassen, weil wie gesagt, es wird noch ein bisschen arbeiten. Und dann komme ich zurück, wie immer, und zeige es euch von nahem. Okay, cool. Der Effekt wird natürlich dann noch stärker, wenn das Braun getrocknet ist und seinen Originalton wieder bekommt. Dann passt das auch, denke ich mal. Also gut. Hier ist ein bisschen schwammig. Seht ihr, das ist das von dieser Küchenrolle. Deswegen, wie gesagt, mir gefällt es eigentlich nicht so, wenn man es nass macht. Aber ich wollte es euch mal zeigen, man kann da einfach einen schönen Swipe machen. Wird vielleicht da nochmal mit dem, komm, das machen wir gleich, damit ihr das seht. Vielleicht kommt da noch Zellen raus, dann ist es nicht ganz so verschwommen. Wobei es aber auch was hat. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn, dann bis gleich. So, Dele, bin zurück. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Also wirklich Big Cells. Big Cells for everyone. Okay, ich zeige es euch mal von nahem. Seht ihr mal, wie ihr die auseinanderziehen könnt, wenn ihr es noch ein bisschen laufen lasst. Naja, ihr könnt ja so lange laufen lassen oder weniger laufen lassen, wie es euch gefällt. So, hier sieht man natürlich da, wo ich weiß nachgekippt habe, da ist wie so ein Rand. Jetzt kommt dieses dreckige, ja, seht ihr, das ist das, was mir nicht so gefällt. Weil es im Prinzip durch ja, die feuchte Wasserschicht von der Küchenrolle kommt.
Aber ich wollte es mal machen, ich wollte es euch mal zeigen. Gut, dann könnt ihr vielleicht auch noch mal sehen hier am Rand. An der Kante, okay, ist immer ein Problem, kann man aber nachtupfen. Aber ihr seht hier, wenn ihr es vorstreicht einfach, habt ihr keine Silikonkrater, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Okay, cool. So Leute, ich bin jetzt nochmal zurück und jetzt wollte ich es euch mal, ich sage jetzt mal, ja, es ist eigentlich getrocknet schon, soweit. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, was passieren kann. Ich habe das hier liegen lassen, weil ich hier alles voll habe zum Trocknen. Und das war das Problem. Ich kann euch zeigen auch warum. Ihr seht hier, es war nicht in der Waage, also schräg, und es ist hier alles also runtergelaufen. Ne? Das passiert dann. Natürlich das ganze Bild verlaufen. Ihr kennt es eigentlich andersrum. Ich habe es abends nochmal angeschaut, habe bemerkt, dass es runtergelaufen ist und habe es dann umgedreht, aber klar, war natürlich schon zu spät. Wir haben jetzt richtig große Zellen, ist natürlich jetzt Geschmackssache. Ich fand es vorher besser, aber gut, hat auch was. Ich zeige es euch jetzt einfach nochmal von nahem, wie es getrocknet aussieht. Hier muss ich auch gestehen, komischerweise, warum hier die Farbe zurückgelaufen ist, weiß ich nicht. Sonst ist eigentlich alles gut, aber ich zeige es euch mal. Jetzt haben wir natürlich wirklich riesen Zellen. Ob das jetzt schön ist oder nicht, es ist jetzt halt passiert und ich wollte es euch aber trotzdem zeigen. Ich hätte das Video auch weglassen können, aber ihr kennt mich ja. Ich zeige euch auch ja mal, wenn was nicht funktioniert. Das Vibe war ja ganz gut, aber keine Ahnung, ja. So ist halt, wenn man es schräg hat. Ich zeige es euch nochmal, die ganze Farbe ist natürlich alles runtergelaufen. Und zwar in eine Richtung nach rechts. Also, immer gerade zum Trocknen aufstellen, dass sowas nicht passiert. Dass es natürlich ein bisschen läuft, mal links, mal rechts raus, egal, ganz klar, weil die dicke Schicht muss ja irgendwo hinlaufen, wenn sie trocknet. Aber natürlich, das war jetzt ein Extremfall. Okay, cool. Oder auch nicht. Dann war es das von mir. Ich wünsche euch was. Danke euch fürs Zuschauen. Auch wenn es dieses Mal nicht so geklappt hat. Aber passiert. Okidoki, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye.